Das war ein kämpferisches Spiel und deswegen, dass man die Spiele auch gewinnt. Wenn wir heute nicht mit 3 Punkten nach Hause, dann wäre nochmal die Lage ganz anders. Aber für uns ist ganz wichtig, dass wir 3 Punkte holen und kostet was wolle. Ja, Karim, unschwer zu erkennen, wir sind im Flieger, gleich geht's zurück nach Dortmund. Die 3 Punkte, die werden gerade noch verladen. Du hast heute erstmals wieder seit November in der Startelf gestanden, über 70 Minuten alles reingehauen. Erste Frage, was sagt dein Körper jetzt so gerade? Ja, wenn ich ehrlich bin schon ein bisschen kaputt, aber es ging eigentlich im Spiel. Danach war es eher ein bisschen schwieriger, wenn die Muskeln kalt werden. Merkst du dann schon, dass du lange nicht mehr gespielt hast, aber ja, ich habe mich gefreut und das am wichtigsten war, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Mal zum Spiel. Ihr als ganze Mannschaft seid schwer reingekommen in den Kontersituationen, die ihr hattet, auch ein bisschen unpräzise. Auch du. Wie ist das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn man auch so lange wie du jetzt raus war, braucht es da auch eine gewisse Zeit, um sich wieder so an Spieltempo überhaupt so in diesen Fluss reinzukommen? Ja, ein wenig glaube ich schon, aber das soll gar keine Ausrede sein. Ich glaube, man müsste, sag ich mal, als Team oder ich auch direkt da sein, aber ja, von meiner Seite eher kritisch gesehen war ich jetzt nicht so gut in den ersten 30 Minuten drin. Ja, für die Mannschaft glaube ich auch sehr schwierig da auswärts, ja, sag ich mal, einen geregelten Spielfluss zu kriegen, aber da ist immer schwer zu spielen und es wird immer ein Kampf da sein, aber ja, am wichtigsten, wie gesagt, war es, dass wir gewonnen haben. Ganz kurz dazu, ich habe so nach einer Szene gesehen, dass Emre dann auch mal ein bisschen lautere Worte an dich gerichtet hat. Niki kam dann so mit dem Auf- und den Klaps. Was kannst du da besser gebrauchen? Beides ist okay. Also ich weiß, wie es Emre meint, dass er mir immer helfen will und Süle weiß auch, wie es meint, deswegen ist gar kein Problem. In der Mannschaft braucht man auch ein bisschen Kritik, wenn die auch zu Recht da ist. Und ich glaube, ich habe in der ersten Halbzeit ein paar Ballverluste gehabt, da wo die auf jeden Fall nicht okay sind. Und deswegen muss ich das locker sehen, aber auch die Sachen annehmen und das nächste Mal besser machen. Dann ging es von der linken Seite auf die rechte Seite rüber und in der 41. Minute war dann die Präzision wirklich perfekt. Das 1:0, beschreib doch nochmal den Treffer komplett aus deiner Sicht. Ja, wir haben verlagert, Ball kam relativ schnell auf Fülle aufgedreht und dann hat er mich gesehen. Ja, Ryerson hat dann überlaufen, was eigentlich gut für mich war. Ich habe mir eigentlich nur gedacht, diesmal ziehe ich in die Mitte und passt nicht rüber zu Ryerson. Und ja, dann ist mir gelungen zu schießen. Und der ist gut gekommen. Ich habe zuerst gedacht, der geht nur in die Latte, aber zum Glück ist er da reingegangen. Jetzt musst du uns natürlich noch den Jubel erklären. Wie die 2 Finger nach oben, bestimmter Gruß? 2 Finger, das war ein bisschen komisch. War ein privater Gruß auf jeden Fall, ja. An jemanden, ja. Und du wirst uns wahrscheinlich nicht verraten, wenn das privat an wen es ging. Nee, aber ich glaube, die meisten Leute können sich denken oder ja, muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Das war dein erstes Bundesligator in dieser Saison, überhaupt dein erstes Bundesligator seit Mai vergangenen Jahres. Edin hat eben auf der PK noch gesagt, er hofft, dass das auch für dich so eine Art Kickstart ist für die nächsten Wochen. Was erhoffst du dir, was wünschst du dir persönlich für die nächsten Wochen? Ja, schon mal, hast schon gut gesagt. Letztes Mal im Mai ist schon eine Weile her. Letztes Jahr hat es, glaube ich, genauso angefangen. Beim ersten Tor lief es dann, sag ich mal, besser. Und das erhoffe ich mir jetzt auch für die nächsten Spiele. Diese Saison oder dieses Jahr war auch nicht einfach, mit einer Verletzung gestartet. Aber ja, ich versuche mein Bestes, ich suche es mir auch nicht aus. Für mich ist es auch immer am besten, wenn ich Gas geben kann und sag ich mal, der Mannschaft helfen kann. Aber das ist manchmal im Fußball so. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass ich, sag ich mal, diesen Schwung mitgenommen habe. Vielleicht das gute Spiel, was ich jetzt im Spiel nicht hatte, vielleicht das Tor einfach mitnehme fürs nächste Spiel und dann weitermachen kann. Schwung mitnehmen ist noch ein gutes Stichwort. Mal jetzt weg von dir wieder auf die ganze Mannschaft. Wir haben es gesagt, schwierig reingekommen, die ganze Mannschaft, aber am Ende steht ein 2:0, zu 0 gespielt. Was nehmt ihr an positiven Aspekten mit, so ein schwieriges Auswärtsspiel gewonnen zu haben? Normalerweise sollten wir schön Fußball spielen und danach Tore machen, aber ja, wie man es gesehen hat, war es auf jeden Fall kein schönes Spiel und es war ein kämpferisches Spiel und deswegen, dass man die Spiele auch gewinnt. Hätten wir, sag ich mal, wenn wir heute nicht mit 3 Punkten nach Hause, dann wäre nochmal die Lage ganz anders, aber für uns ist ganz wichtig, dass wir 3 Punkte holen und kostet was wolle. Wie wichtig war das auch für den Kopf mit Blick auf das Rennen jetzt oder die Qualifikation um die Champions-League-Plätze? Ja, glaube ich, sehr wichtig. Jeder Punkt zählt. Wir müssen den Abstand auf jeden Fall groß halten, immer größer machen und dafür müssen wir einfach gewinnen. Und das ist ganz einfach, indem wir jedes Spiel gewinnen. So, und jetzt abschließend dadurch, dass wir das Interview heute machen im Flieger, heißt morgen ist frei.
Wie nutzt du denn dann den morgigen Tag jetzt auch in dem Wissen, dass der Körper heute einiges mitgemacht hat? Ja, schwierig zu sagen. Erstmal ausschlafen und dann mal gucken, was man an einem Sonntag machen kann. Aber gibt es nicht viel zu machen. Chillen, vielleicht ein bisschen Playstation spielen und mehr gibt es da nicht.